Grüßt euch Freunde, schön, dass ihr da seid. Als allererstes wünsche ich euch mal einen schönen oder wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video hier schaut. Ich hoffe man hört's. Es regnet, es ist neblig, es ist kalt. Wir haben so 2-3 Grad und bestes Wetter, um draußen im Wald rumzuschleichen, um sich ein paar neue Plätze zu suchen. Vielleicht für einen Overnighter oder so. Nebenbei teste ich noch die neue, für mich neu, eigentlich aber eine gebrauchte Militärjacke von der niederländischen Armee. Die habe ich gewaschen und neu imprägniert. Schauen wir mal, wie sie sich schlägt. Ich hoffe, mit dem Ton geht's. Ich habe meine Mikros alle daheim gelassen, dass nichts verreckt wegen der Nässe. Also der Ton läuft nur über die Actioncam. Und seid mir nicht böse, wenn man Regentropfen auf der Linse ist. Auf jeden Fall will ich mich heute mal selber testen. Kleines Selbstexperiment, ob ich schaffe, bei so widrigen Bedingungen ein Feuer zu entzünden. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin kein Schönwettermensch oder Schönwetter-YouTuber. Ich gehe auch mal raus, wenn es so regnet und kalt ist. Da habe ich richtig Bock drauf. Ja, gut. Nebenbei würde ich euch noch ein bisschen meine Vorgehensweise erzählen, meine Gedanken teilen. Das ist, denke ich mal, geil und dann schauen wir mal, ob es was wird. Also, erste Vorgehensweise. Ich suche mir jetzt Birkenrinde. Ich suche mir eine Birke, also eine Totenbirke, der ich dann die Rinde nehmen kann. Das wäre jetzt mein Zunder Nummer 1, weil bis ich jetzt Kienspan suche und finde, das dauert, schätze ich mal, zu lang. Aber man kann ja trotzdem mal Ausschau halten. Gut, da suche ich Birkenrinde, dann kann die in der Zeit trocknen. Und wenn ich mein anderes Holz verarbeite, so machen wir das. So Freunde, ich bin jetzt ein bisschen länger als eine Stunde unterwegs, habe nach einer toten Birke gesucht. Keine gefunden, nicht mal eine lebende, eine stehende. Aber naja, ich weiß nicht, wer es alles weiß, sind ja auch, denke ich mal, Anfänger so wie ich dabei. Die Birkenrinde enthält ätherische Öle und die macht es halt zu einem Top-Zunder bei Nässe. Weil die brennt bei Nässe, wenn es nass ist und ist entzündbar. Wenn sie nass ist. Mal die Kapuze aufsetzen. So, ich mache jetzt eine Planänderung. Ich suche mir jetzt Holz. Auf jeden Fall keins, was auf dem Boden liegt, weil dann nimmt es ja auch die ganze Bodennässe auf. Und zwar suche ich mir jetzt sowas, wo frei hängt, in der Luft hängt und spalt und suche mir da dann den trockenen Kern, mache dann Locken und dann schauen wir mal, ob das hilft. Ich habe halt bei dem Wetter auch kann mir keinen perfekten Unterschlupf suchen, weil wir haben ja Winteranfang, wir haben ja jetzt Winter und keine Blätter mehr als Dach, wo wir uns schützen könnten. Aber naja, sonst könnten wir auch jetzt zum Beispiel in einem Nadelwald ins Unterholz kriechen und uns da ziemlich trockenes Holz suchen. Und da ist auch meistens die dünne Äste, wo an den toten Bäumen hängen, sind auch Spitzen Brennmaterial. Aber wir versuchen es jetzt mal so. Schauen wir mal, ob da was Trockenes dabei ist. So richtig trocken ist der auch nicht. Es war schön festes Material, also nicht vergammelt. Aber man sieht schon, dass da drin schon nass ist. Was denke ich auch nicht verkehrt ist, wenn ich mir einen Baum, einen Ast suche, wo noch Rinde dran ist. Die könnte vielleicht auch noch ein bisschen vor Nässe schützen. Ich habe mir jetzt von dem anderen Baum mal 2 Stücke rausgetrennt und spalte die mal. Ich will mal genauer reinschauen.
So. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich habe jetzt, ja, habe mir nur die Mitte rausgetrennt. Und die ist auf jeden Fall trocken. Das hört man auch schon beim Spalten, da hört sich das Ganze ein bisschen, ja, heller an, sag ich mal. Und hier sieht man das richtig gut an dem Farbunterschied allein schon. Die Seite hier ist richtig schön hell und trocken und die ist richtig dunkel und nass. Man kann auch mal mit den Lippen ans Holz, da merkt man es auch, ob es noch Feuchte hat oder wie feucht es ist. Ich habe mir jetzt die Jackentaschen richtig voll gemacht mit dem trockenen Holz. Jetzt suche ich noch schnell ein, ja, halbwegs gemütliches Plätzchen. Und dann schauen wir mal, ob wir was entfacht bekommen. Ich habe hier jetzt das Laub weggemacht. Habe mir nochmal andere Hölzer halbiert und es als Unterlage genutzt. Oder nutze als Unterlage, damit das Holz nicht auf dem nassen Boden liegt. Das ist zwar auch nass, aber das passt schon so. Da habe ich mich hier ein bisschen eingerichtet. Und zwar so, damit ich, wenn ich jetzt hier sitze, dass ich höher sitze, damit die Wärme, ja, an mich rankommt. Man soll ja immer das Feuer tiefer halten als der Körper, weil die Hitze ja nach oben steigt. Die mache ich jetzt nochmal richtig klein und hole da dann auch meine Locken raus. Jetzt habe ich hier größere Locken, bisschen feinere und ganz feines Zeug und dann würde ich sagen, versuchen wir es mal zu entzünden. Ah ja, da haben wir schon eine kleine. Ah, so schnell ist es auch wieder aus. So. Also so hatte ich keine Chance. Ich versuche es jetzt mal mit Watte in Wachs getränkt.
So Freunde, das Feuer brennt jetzt gut. Viel größer will ich es gar nicht machen. Das reicht mir. Ich habe es zwar nur mit ein bisschen Hilfe geschafft, aber ich bin mit dem Ergebnis trotzdem zufrieden. Und als Belohnung gibt es eine Tasse Kaffee. Mein Becher, meine Tasse habe ich jetzt einfach rangestellt. Da wird das Wasser dann auch heiß. Und das Essen, das Eva, wo ich mitgebracht habe, das stelle ich dann einfach auf die Glut drauf. Hey, hör auf, meinen Kaffee flüssig zu machen. Ja, da sieht man schön, wie die Glut den Kaffee noch ein bisschen warm hält. Da blinkt sie noch ein bisschen. Jetzt noch ein paar Worte zum Schluss auf dem Heimweg. Ich mache das gern, dass ich mir so kleine Herausforderungen, nennen wir es mal so, stelle. Sowas wie jetzt hier in so einem Regenwetter versuchen, Feuer zu machen. Ich bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis zufrieden. Zwar mit einem kleinen Hilfsmittel von daheim, aber alles gut. An die Jacke werde ich nochmal ran dürfen, da gehe ich nochmal drüber mit Imprägnierung, weil da bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Aber das Zeug, was die da auf die nur Strohhosen hauen, Alter, das ist ja geisteskrank, diese Imprägnierung. Die sehr brutal Wasser abweisen und Schmutz abweisen, das ist nicht schlecht. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, Freunde. Haut einen Daumen rein, drückt mir ein Abo rein, so komme ich voran. Das wird mich freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ihr seid die Besten.